Hallo und herzlich willkommen zurück. So, gehen wir weiter. Und zwar wollten wir jetzt das Monster noch besiegen. Richtig. Also ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch und habe es vergessen. Und dann müssen wir mal hier außen rum gucken. Und wir müssen auf jeden Fall hier runter. Hier gibt es nämlich eine schöne Kiste. So, was ist denn da drin? Da müssen wir mal gucken. Erdring. Na gut. Nehmen wir mit. Die nehmen wir nicht mit. Ja, ich bin schneller. So, und hier ist er jetzt, oder? Ja, genau, hier steht er. Jetzt hat man den von hinten. Are you ready for this? Watch yourselves. This guy means business. I know. Training isn't worthwhile if you get killed while doing it. Lala. Das ist das auch. Und weg. Erwischt. I refuse to fall here. Ein Wasserring. Wasserschaden reduziert um 4%. Naja. Glanzit des Lehrlings. Gewährt auf mittlere Schwierigkeit oder höher eine zufällige Fähigkeit. Ja, wir spielen, glaube ich, auf leicht, ne? That thing was pretty strong. You just wanted something good to train on. I'm not in it just for myself. If I get stronger, I'll be more helpful in your battles. This counts towards the repayment of my debt. But you don't deny at least part of it was for yourself. Of course not. Every true swordsman wants to train so they can improve themselves. It might be a little late to ask, but what debt exactly are you repaying, Rokuro? My sword is my life. When I was separated from it, Velvet told me where to find it. Also, she broke me free from a 500-year-long prison sentence. You say that like it's an afterthought. And that's why I can't fully trust you. I don't follow. Us Rangetsu men are renowned for our sense of duty and commitment. Actually, now that you mention it, Rangetsu's a pretty unusual last name. I heard your family specializes in unconventional swords and fighting styles. That's true. Our ancestor was a swordsman from way off in another country who came to this land a long time ago. A foreign swordsman, huh? I guess that explains why your swords and techniques stand out so much. He had quite a hard time getting by in this unusual land, until he was taken in by an aristocratic family. Ever since, the Rangetsu clan has accepted the rule of their benefactors and has served them in repayment of their debt. Serve them as bodyguards? Bodyguards, assassins, spies, body doubles.
Whatever the order, your family will carry it through. Always return that which you've borrowed, even if you must repay it with your life. That was our ancestors' creed. In truth, 4 of my 5 older brothers are dead. You have to admit, we take our sense of duty seriously. Yeah. All right, I get it. You and your family are all tied to your sense of honor. That seems to be the case. We can count on him. As long as he's on our side, at least. Oh, come on, that's not fair. Gut, haben wir es auch geklärt. Und? Achso, da ist das schon abgeschlossen sozusagen. Also jetzt würde ich sagen, zurück. Nachdem wir uns die Kiste geholt haben. Zum öfteren werden 5 und naja, es wird immer mehr, ne? Erhalten Zylinder. Naja, ist jetzt nicht unbedingt. Aber mal sehen. Was ist denn hier prüfen? Kamille, nehmen wir mit. So, apropos Zylinder. Den steht doch sowas, oder? Guck mal, den steht doch so ein Zylinder gut, oder? Kann man dir noch was? Nee. Das passt doch, ist doch super. Mit Hutstil, Kostüm, hat er bloß die normale Kleidung. Perfekt. Was kann man den Kleinen noch geben? Ach, man kann alles ungefähr geben. Brille, Augenklappe, rote Wangen. Ich glaube, hier brauchen wir nichts weitergeben, oder? Hutstil. Den lassen wir so. Den anderen auch. So. Wo geht's denn raus? So, ich speichere gleich nochmal. I hear Mendy made it back safe. That takes care of that problem. Gut, okay. Dann auf zum letzten. Ein Hinterhalt vereiteln. Okay, auf die Königliche Medizinische Gesellschaft an der anderen Fernstraße. Ja, natürlich. Keep up the good work. So, somebody means to ambush the Royal Medical Society on the Danan Highway. The Royal Medical Society is a group of doctors that travel around healing the sick. They're funded by donations given by ordinary folk. Why would anyone attack them? Don't ask me. Some people are just twisted. And why would an underworld group defend them? Who knows? Something to do with the attackers, perhaps? Gut, dann müssen wir jetzt auf zu der Straße.
Genau, dann müssen wir nach Norden wieder. Genau, hier ist mehr, das ist ja die Fernstraße, wo wir ja hin sollen. Ach, dort oben. Wieder bei unseren Monster, wo wir gerade schon waren. Hey! Get out of our way! Back there! That's our food! Let's go! Give it up! It's ours! Deception! Hurricane! Snap! Caught you! I'll stop you! See this? How's that? You're wide open! That's all, huh? One more! Hold stop! See this? See this? Dead yet? One, two! Hurricane! Hurricane! See this? Hold stop! Hurricane! No escape! See this? So the attackers were demons. I guess that's why they needed us to stop the attack. The doctors? Looks like they ran off. It appears they were after this stuff. Medicine with the cathedral seal. That scarf, did that belong to the attackers? Yeah, all three were wearing them. Does it mean something? They were just demons. Aggressive ones who attacked the innocent. We've finished all the jobs. Let's get back to the old lady's tavern. You sure do like that Mabo curry. Do I? Don't ask me. You didn't think it was tasty, Velvet? Couldn't tell you. Huh? Food doesn't hold any flavor for her. According to Velvet, she can never feel sated, and the only thing she can taste is blood. Oh, I see. What's the matter? You're gloomier than usual. Am I actually useful? Huh? You can cut down any enemy, and Eisen can beat them up. Velvet is strong and can eat anything. But I'm not good at fighting, and apparently I'm always gloomy. Is that what's bothering you? In a fight, offense alone isn't everything. Hurting your foes means nothing if you don't live to tell the tale afterwards. Your healing arts are what let us always fight at our best. He's right. Compared to dead weight like Magilu, you're plenty helpful out there. Only compared to Magilu? I didn't mean it like that. I was just saying she never helped at all. You're not going to grow overnight. Be patient. Huh? You've only just been set free. That you've even managed to keep up with us this far is a feat in and of itself. Strength comes by continually improving your mind and body. Keep your spirits up and keep working at it. You'll get there before you know it. I will? The drive to improve is what's important. Right. Schön, wenn es ein Innerbauten auf. Obwohl ich da unbedingt nochmal gucken muss.
in seine Skills, Artists. Können wir das jetzt machen? Das ist die Artist-Liste. Ah, genau, das wollte ich hier. Gut, das ist natürlich auch nur, wenn wir selber spielen, ne? Schmerzt gedrückt halten, mehr Seelen vorhanden sind. KP-Wiederherstellung, SA-Wiederherstellung, Betäubung, Absorbieren, Betäubung, Lähmung, Betäubung, Wiederherstellung. Absorbieren, Betäubung, Absorbieren. KP-Wiederherstellung, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Auto ein, aus, X. Ah. Im Prinzip ist jetzt alles angeschalten. Ja, viel wichtiger ist auf jeden Fall noch, dass wir mal unsere Ausrüstung verbessern. Das wollte ich ja eigentlich auch mal angehen. Wenn ich es schaffe. Ja, sehr gut. Und unser Speicherpunkt wieder. By the way, those folks we just passed were talking about us. What were they saying? They were warning each other to be careful, talking about the demons that burned down Helives and destroyed the Seagate Fortress being near the capital. Considering how bold we've been, everyone's still fairly calm about it. We'll be famous soon enough once we kill the world's savior. Sounds like that could get fun. Fun? Why? The people trying to capture us will put prices on our heads and put up wanted posters everywhere. Depending on who draws the likenesses, each portrait can look completely different. You know what I'm talking about, right, Eisen? Aye. I've seen dozens of pictures of myself. Some make me a monster, others make me a handsome youth. It's fascinating, really. I hope I get a poster soon. Then do your best to really stir things up. Right. I'll stir everything up good. Welcome back. That must have been hard work. How does marble curry sound to you? I also have our specialty peach pie on hand. We had a deal. Spill it. Shepherd Artorias has gone north, up the Danan Highway, at the Abbey's newest temple, the Empyrean's throne. He is expected to be there for a while. Are they relocating there? In a sense, yes. They're holding a ritual to move the seat of the Empyrean Inominat. Inominat. In other words, the Abbey's new god. It is a very serious affair, so I imagine Melchior will be there along with the other high exorcists. Suits us fine. I might even find him there. That will do. Somewhere in there we'll find a chance to strike. Perhaps, but be aware that security near the throne is on high alert. We'll manage to get through.
No, you won't. You may be able to fool the guards, but there's no tricking the barrier they've put up. They've used arts to erect a giant wall, keeping outsiders away. But they have to get through themselves. That implies some sort of key, right? Yes. In fact, one of our people is looking into that as we speak. However, I'm afraid... It'll cost us. You learn quickly. And here's the bill. Okay, now we're really not being nice. Consider it done. Aren't you going to ask why you have to kill a high priest? I imagine it's because he's the one controlling the nectar supply. The church is the sole producer and distributor of a highly addictive substance. They rake in huge profits, while the common man, along with your people, suffer for it. Does that cover it? You noticed your tasks were related. That was the real test, wasn't it? And you passed. No matter how skilled you are, you have to know more than how to swing a sword to earn my trust. Don't misunderstand my intentions. I'm willing to do anything, if it brings me to Artorias. I ditched my scabbard long ago. I see. So you're the embodiment of a bare blade. A more formal introduction is in order. I am Tabitha Baskerville, leader of the Bloodwing Butterflies. I'm Velvet. Tell me about the High Priest. Each evening, he prays for protection from calamity at the royal villa on the Castle Logris grounds. Tradition holds that the High Priest should be alone for the prayer. That would seem the best time to strike. How do we get into the villa? Carry this insignia with you, and allies of the Bloodwings will offer you their aid. We'll hold up our end. Just find out about that key. Velvet? Are you okay? It's nothing. But you seem... I said it's nothing! Sneaking into the castle will be an all-night job. Let's take this time to get everything ready and then rest at the tavern. Yeah. Die ist so kalt. If nectar made from vermilion ore is so bad for your health that it was banned, why are they making it? They make it because it was banned. Huh? Just because the powers that be say a rule is for the greater good, it doesn't mean that everyone will see eye to eye with them. If Tabitha's Mabo curry was outlawed, would you really be able to never eat it again? I wouldn't like it, but if it's against the rules... Well, you'll get hungry no matter what. People want what they want. But anything forbidden is bound to be rare. And when things are rare, they become expensive. So that's why people make it. The world isn't a simple place. There's an underside to everything. An underside? Contract killers, secret weapons dealers, loan sharks that charge outrageous interest, pirates like me, the folks who offered us mooring for information, and the guild at Helives are all part of it. As are the people who dye chicks blue to sell them at a higher price. And the people who bet on alleyway bug fights. And they'll come to you with a smile, so you can't let your guard down if you want to stay safe. What sorts of bugs do they make fight? That's the part that got your attention? Gut, okay, passt auf. Was haben wir denn jetzt? Ich sprich mit... Achso, soll ich nochmal mit ihr quatschen? Na, machen wir das mal fix. High Priest Gideon will be alone at night. Rest up.
and talk to the tavern keep when you're ready. The Shadow Guild. Operates this tavern. It's been that way for generations. The red scarf is a symbol of the bloodwing butterflies? Aye, you seem to know a lot. Show that insignia to a person in a red scarf, and they'll help you out. Okay, so, dann haben wir jetzt ausruhen. Wollen wir doch nicht jetzt erstmal gucken, ob wir noch ein paar Verbesserungen machen könnten. Gehen jetzt mal zum Shop. So, pass auf, was verkaufen wir denn? Achso, was verkaufen? Wir haben eigentlich genug Geld. Was müssten wir denn verkaufen? Verbrauchsgüter nicht, Waffen. Ich würde trotzdem was verkaufen wollen. Bernsteindolche. Der ist gar nicht mal so schlecht, ne? Bringt auch viel Kohle, ne? Uiuiui. Komm, wir hauen einfach den nochmal raus. Bernsteinpapier. Das ist auch nicht schlecht hier. Den haben wir raus. Armband. Reif. Okay, haben wir das auch. Aufwerten, zerlegen. Zur Ausrüstung, was passiert da? Achso, guck mal hierher. Zerlegen. So. Theoretisch sind wir ja ausgerüstet. Wenn wir jetzt Waffen zerlegen. Zerlegen. Guck mal, wir sind ausgerüstet. Stiefel. Schuhe. Ach, hier oben, genau, pass auf. Pass auf, Waffen. Das sind die Waffen. Wir sind ja ausgerüstet, wie wir es wollten. Also tue ich jetzt einfach mal alles zerlegen. Lass eins übrig, weil das verkaufen wir noch. Das ist auch nicht schlecht. So, Armband. Ja, der Bernsteinreif, den zerlegen wir. Das verkaufen wir. So, da haben wir alles. Als nächstes Zubehör. Das sind wir Gürtel. Robuster Gürtel. Der ist natürlich viel besser. Guck mal, die hauen wir jetzt alle weg hier. Ein Bernsteingürtel, der robuste Gürtel weg. So. Jetzt davon weg. Immer plus 1. Hier haben wir auch plus 1. Rüstung. Weste, natürliche Weste. Kampfmontur, das ist für die Velvet sozusagen. 55 13. Maximal, plus 30 maximal. Absorbieren. Ist gar nicht schlecht. Warum haben wir die nicht ausgerüstet? Auf die Bernsteinmontur weg. Kampfmontur weg.
verkaufen wir noch eins. Dann haben wir hier Weste. Eine Weste weg. Eine natürliche Weste. Ringe. Wasserring. Warum haben wir den nicht angelegt? Der ist doch viel besser, oder? Den zerlegen. Feuerring. Passt. Den weg. Schuhe. Herstellung. Achso, das bei der Aufwertung. Den haben wir noch nicht. Genau. Hier gibt's Angriff. Hier gibt's mit nichts. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Gut. Jetzt gehen wir zur Ausrüstung. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Was hatte ich denn? Die ist neu. Hier haben wir maximale KP. Die ist plus 1. Plus 5 Angriff. Plus 5 Verteidigung. KP als Effekt für Artes. Taumeldauer. Stellt 25% seltenen Schadens wieder her. Ist natürlich auch geil. Schwierig. So, dann haben wir noch verlassen. Ringe. Hier haben wir Fokus, Verteidigung 87 zu 43. Da lege ich den da an, oder? Wäre doch Quatsch, wenn ne? Kampfstiefel, Fokus 55. Hier bleibt's. Das lassen wir auch. Das ist der Titel, ne? Genau, so. Hier haben wir meisterhaftes Papier. Ne, das passt. Die Tasche bei Sieg über Gegner. Die Tasche ist auch besser. Die Weste. Ja, ohne Frage. Der Erdring. (43, 87, 61). Lass mal auch. Die Stiefel, da hat er die Bernsteinstiefel an. Die hat nichts, weil sie nicht verbessert ist. Guck mal, da können wir Verteidigung oder Angriff. Machen wir hier bei dem Verteidigung. Papiertiger. Wiederherstellung ist immer gut. So, Dolche. Bernsteindolche. KP Widerstand bei Sieg, Schaden übertreibt. Nee, lass mal drin. Das Amulett. Fokus und 30% Arteangriff. Bei 8% irgendwas. Nee. Die natürliche Weste. Nee, der Feuerring. Lass mal auch. Die Stiefel. Ja, lass mal auch. Das lassen wir auch. So, dann haben wir noch ein Eisen. Das Armband. Gibt's. Guck mal, hier haben wir doch. Passt. Haben wir hier. Erdangriffskraft, Fokus. Nee. Die Weste. Arte Verteidigung. Erdschaden reduziert, sonst nichts. 32. Ne, lass mal auch. Wasserring. Lass mal auch. Bernsteinstiefel. Lass mal auch. Leere Hand.
Mit der Herstellung verringert SG-Kosten. Ah, das ist halt... Gut, das haben wir jetzt ja Ne, nicht verkaufen, sondern... Warte mal, können wir verkaufen? Waffen... Das haben wir ja eigentlich alles angelegt. Jetzt könnte man den Rest ja verkaufen, würde ich sagen, oder? Oder zerlegen. Kohle haben wir eigentlich genug. Wir haben auch noch nichts gebraucht. Jetzt würde ich die zerlegen, oder? Gehen erstmal zum Aufwerten. Hier könnte man zerlegen. Gewöhnliches Papier. Würde was bringen. Komm. Bringt uns so mehr Angriff, nicht nur die Zusatzdingens. Auch hier aufwerten. Geil, jawohl. So, dann haben wir Zubehör. Bringt hier auch was. Bronzeklumpen aufwerten. Aufwerten. Und hier können wir leider nichts weitermachen. Rüstung. Den haben wir jetzt nicht. Der Eisen, der Weste. Können wir nicht Bronzeklumpen. Bernsteinfragment. Die Velvet können wir noch aufwerten. Die werten wir noch auf. Ringe. Können wir nichts, können wir ihn machen. Aufwerten. Kommt gleich noch mal. Schuhe können wir auch aufwerten. So, das hat alles ein bisschen was gekostet, aber nicht viel. Verkaufen. Das ist halt Verbrauchsgüter. Kriegt man da 2500 Kamille, haben wir 3 Stück. Waffen. Jetzt verkaufen wir hier jeweils 1. Einfach völlig... Und zerlegen wir den Rest. Weil wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Und wenn nicht, macht das alles nichts. Wird schon schief gehen. Gut, können wir wieder sammeln. Kaufen. Kaufen brauchen wir eigentlich nichts. Haben wir 9 im Besitz, das reicht auch eigentlich noch aus. Kohle haben wir jetzt wieder. Oh, jetzt können wir jetzt wieder sammeln gehen. Haben wir das jetzt auch gemacht. Also gehen wir jetzt zurück. Und machen wir mit der Mission weiter. Naja, gut, ja. We know for a fact that Captain Eifried was on the prison island for a period of time. And it's true that Melchior took him away. However, I'm afraid that is where the trail grows cold. In any case, we can be sure that the Abbey has him captive. But what could they possibly want with him? If their aim is merely to fight piracy, they'd publicly execute him, or try to lure you out, would they not? And yet they've done neither. Total silence. I wonder... Could it be they want to get their hands on the relics some say Eifried brought back from the far continent? The relic from across the sea?
Have rumors of that strange thing been going around? It's possible. There was a certain relic that the captain was curiously taken with. Kept it safe. What was it? That's our business. I'll speak no more of it. But if that's truly what they're after, I highly doubt the villa is where they're keeping him locked up. That's not where they keep their torture implements. Quite true. At any rate, I thank you for sharing what secrets you could. I wish you the best of luck on your search for more information. More. I'm sorry. I didn't mean to. But I'm hungry. I'm so hungry. If survival is at stake, an elder sister eating her brother before he inexorably wastes away is not outside the bounds of reason. You needn't hold back, Velvet. Eat, Lafayette. No! No! The hell with you! You and your disgusting words! What? Why? You were shouting. Be more careful around me! You know full well I'm a demon! I'm sorry. Damn! Awake or asleep, it's all one long nightmare. Smashing objects together is destruction. Smashing feelings together is life. But objects, tools, so much easier to abuse and toss aside. What does that mean? It means break time is over. Time to get to work, sweetie. Good thing I showed up in time. Don't tell me you're coming too. Sojourn alongside the gloomy demon lady, and the exorcist controlling Bienfu is sure to appear. I told my own fortune, and there it was. Do your fortunes actually hold water? I've been in the castle before, you know. How useful to have Magilu along, they said in the future. Get in my way, and I'll give you the boot. It's the Viper's Nest. They're always watching. Yes, but therein lie shadows too. Let's look for someone with a red scarf. Okay, haben wir das gleiche nochmal. Wir brauchen aber eigentlich nichts, oder? Deswegen lasse ich das so. Wir müssen jetzt darüber. Let's see your papers. Checks out. This tunnel over here connects to the castle. It should put you inside the villa. Watch your step, boy. There are giant crocodiles in those waters.
Crocodiles? A croc's favorite meal is witches. All right, onward and inward. Everyone but Magilu, tread carefully. Some assassin's crew we are. The Bloodwings are a serious organization. I'm impressed that they know about this entrance. And they have agents on the inside to facilitate this little operation, too. They must have branches working all over the Empire. They've probably even figured out how to get cats and dogs working for them. Here's a juicy morsel about them. They make sure even their corpses go to good use. They what? Long ago, one of their agents stole into the castle. When the guards discovered him, they chased him to this very passage. He dove into the water to escape, and then... crunch! Ah! A crocodile devoured him in one massive bite. All that remained was his arm, bobbing to the surface. From this, 2 important facts were learned. What were they? First, they learned of the existence of this passage. Second, they could serve crocodile meat in town. Crocodile meat rubbed with human blood becomes tender and succulent, perfect for Mabo curry. Then I ate... If it's so tasty, I'll have to try it. Rubbed with the blood of a lying witch. That would hit the spot, I think. And it wouldn't even affect our combat strength. Hey, the kid's a wreck. It was just a joke to help calm him down. It was a joke? Yeah, I totally made up that part about the crocodile. Mabo curry is actually made from man-eating catfish who... Let's keep moving. Right. I'll get you for this, witch killers! Gut, dass es die gibt, die gefällt mir. Kann ich rein? Nee, gut. Was ist das? Was ist das? Kann ich hier was prüfen? Ja, ich kann hier was prüfen. Okay, da haben wir eben mal das Wasser abgepumpt. Okay, suche ich nach... Look, the water level dropped. You don't think there are any alligators down there, do you? Aber was mich interessiert, warum ist denn das jetzt hier noch so weitläufig? Was gibt's denn hier noch? Das muss ich jetzt mal kontrollieren. Hm, passt. Nichts außer Versteck. Uiuiuiui. Oh. Teleportiert sich hierher. Guck mal, jetzt ein Speicherpunkt. Ich belege. Ich speichere. Ich denke, ich speichere auf jeden Fall. Aber wir sind noch gut in der Zeit. Machen wir bis zum nächsten Speicherpunkt, würde ich sagen. Okay. Also wir haben eigentlich bloß das freigelegt, dass wir hier noch diese Dinger sammeln können. Gut, das passt auch. Dann gehen wir halt wieder zurück.
glaube, das sieht aus wie das geringere Übel hier. Na los. 6 Stück. Uiuiui. Alter. Unarmed? Hardly. These are deadly weapons. Ich sehe, es kommt hier vorne, geht's da nicht weiter. Oh Gottes Willen, wir kämpfen hier umsonst. Meine Fresse. Wo kommt denn die alle her hier? I'll finish this quick. Ready to die? Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem! Come on, really? Guck mal, es gibt wieder hier Bernsteinarmreife zum Verkaufen. Und zum Riesenkraut. Und jetzt? Was kann ich denn hier machen? Jetzt nichts. Ernsthaft? Ich hab's gewusst. Ah. Glück sind die so langsam. They're supposed to be protecting the people from demons, but there are demons right under their noses. Abbey's security is certainly lacking here. The whole point of building those massive walls around the city is to keep people safe inside. But if there's a demon outbreak on the inside, those same walls will make it harder for everyone to escape. The palace covers a lot of ground, so there are tons of hiding places. It wouldn't be hard for a demon to slip in through the waterway. I'm sure the Abbey is aware of that. Perhaps it's a trap made to lure intruders in. What? They lure demons in and then ignore them? Something doesn't add up. I know, right? So, hier sieht's gut aus, hier kommen wir weiter. Das passt. Medizinisches Gelee, das 30% der KP eines... Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, das können wir immer gebrauchen. Hey. Oh Gott. Machen wir erstmal die Richtung.
Kommen wir denn da jetzt hier raus? Ah. Die andere Seite. Benutzen? Nee, benutzen wir nicht. Entfernen Statuskrankheiten. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe nicht gespeichert. Ach komm. Die Schutzmacht ist sinnlos, glaube ich, oder? Oh, oh. I refuse to fall here. Okay, Statuskrankheiten, das war die Lähmung, Verbrennungen, behindert die KP-Wiederherstellung. Okay. Ungefähr 30 Sekunden können unbehandelt extrem gefährlich werden. Okay, also brauchen wir Tränke und Statuskrankheiten entfernen. Zeugs. Na gut. Genau, wiederherstellen. Okay. Da haben wir jetzt... da geht's wieder zurück. Gibt es sonst noch was? Ja. So, dann als nächstes das Schiff wegschicken. Take a look at this. Puh. Hey, immerhin Level 2. Münzen gibt's auch. Scout ship setting sail. Okay, abbrechen. Ja, brechen ab. Fertigkeitsliste, bla, entsenden. Hey, das ist das Meer, das ist das, was wir schon vor uns hatten, ne? Komm, wir machen das nochmal, ja. So, geht hier automatisch. Halbautomatisch, manuell, automatisch.
probiere ich einfach mal aus, was das jetzt von Unterschied macht. Habe ich mich auch noch nicht damit beschäftigt. Ich muss mal noch einen finden, den wir da jetzt hier... So, irgendwo gibt es Wasser hier. Da müssen wir also nochmal den Hebel rumlegen hier. Hebel rumgelegt. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das dort weggeht. Aber zu dem wollte ich. Okay. So, automatisch heißt wirklich automatisch. Okay. Halt. Manuell. Das wäre jetzt das nächste, was ich gerne mal probieren würde. Halt, falsche Richtung. Ring zur Minderung des Schadens. Windschaden, Windring, na gut. So, jetzt müsste mal, so langsam würde ich gerne nochmal das ausprobieren mit der manuellen Steuerung und dann würde ich gerne einfach mal einen Speicherpunkt wiederfinden. We need to get through here while it's still nighttime. The perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Magilu. Oh, verily the icy glare of death. Boy, which way do you think is best? There must be a way up somewhere. Let's find it. Why so glum, Velvet? The thought of killing a man weighing heavy even on your own damaged conscience? Not especially. But I wonder how you remain so flippant about it. Hey, I'm not here to murder anyone. I'm just tagging along in search of my traitor. Do we have to kill him? Can't we just make him stop this nectar business? I don't think he'd listen to us. Huh? Word in the taverns is that this high priest is a real shady character. The Abbey and their religion are popular now, but 3 years ago, no one had heard of them. High Priest Gideon was the one who led the church through those dark days. But once Malachim became visible to the general public, and they learned how effective Moloch arts were against demons, that all changed. Humans are such fools, only believing what they can see with their own eyes. And once the church had attained popular support, a nasty power struggle swept through the ranks. Many vied for the mantle of High Priest. Charlatans, power-hungry converts, but they all faded away. They left the church? No, they all met their maker. Some from disease, others from accidents. And in the end, Gideon became High Priest. He may be the head of the church, but the people clamor for Shepherd Artorius. That's gotta sting. Either way, if we're to face him, he might have some tricks up his sleeve. He'll need to keep our eyes open. It doesn't matter who he is. We just do our job. Genau, wir tun unser Job. Hier haben wir jetzt wieder kommt noch so ein Schleimdingens? Nee. Na gut, dann müssen wir halt den nehmen. I'll finish this quick. Hold up! No escape! No escape! Eat it! You're wide open! That's all, huh?
Ready to die? Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem! This is the Reaper's power. You're wide open! I wish I had power like that. Gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was jetzt manuell und halbautomatisch jetzt anders war, aber okay. Ich lasse es so. Wir müssen erstmal einen Speicherpunkt suchen. Ich glaube, hier können wir jetzt nichts weiter öffnen, oder? 65, nee. Mist. Oder? 63 habe ich. Mist. Jetzt hat man theoretisch die Anzahl. Na komm. Jetzt wär's doch gelacht, wenn wir hier keinen Speicherpunkt finden würden. Den würde ich gerne aus dem Weg gehen. Hier gehen wir später hin. X Wasser lernen. Genau. Okay, ich glaube, hier kommen wir jetzt... Ja, doch, schaffen wir. Tank des Lebens, sehr gut. Und noch mehr. Du hast keinen Platz dafür. Was ist denn zu stören? Achso, da ist er weg. Scheiße. Ja. Ruhig dich. Ach so, nee, dann lasse ich das da am besten, oder? Kommen wir jetzt hier raus? Gut. So ein Irrgarten hier. Na gut, da werden wir jetzt nicht drum rumkommen.
Another victory. Oh, und alle volle Leben? Passt. Ah, guck mal, hier haben wir so einen Punkt wieder, ne? Wo man am Anfang vom... Ich will das nicht benutzen. So, hier ist ein Speicherpunkt. Und ich speichere das jetzt mal. Speichern. Das letzte nehmen hier unten. Überschrieben. Genau. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Und wir hören uns dann in der nächsten wieder. Dann geht es hier weiter. Dann geht es hier hoch. Und ja, bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.